Hallo liebe Analytics Community, herzlich willkommen zum nächsten Kapitel der Session 4. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im letzten Kapitel hatten wir uns angeschaut, wie wir auf einem Excel Workbook zwei Tabellen über die XLOOKUP-Funktion miteinander klassisch verbinden, um Folgendes zu erreichen, dass wir auf einer Tabelle, die angereichert wird mit Daten aus Referenztabellen, dann eine Auswertung in Form einer Pivot-Tabelle aufsetzen können. Heute gehen wir einen großen Schritt weiter und lernen das Power Pivot Datenmodell kennen. Ja, das ist etwas, was man selbst in fortgeschrittenen Advanced-Kursen in Excel ganz selten lernt. Ich frage mich immer, warum, weil es ist ein zentraler Baustein, der die Limitationen von Excel Workbooks aufhebt. Was erreichen wir nämlich mit der Verwendung von Power Pivot? Einerseits können wir Tabellen übergreifend auswerten und zweitens können wir riesige Datenmengen verarbeiten, die weit in den Millionenbereich hineingehen, ohne dass es zu Performance-Problemen kommt. Wie das funktioniert, schauen wir uns im Folgenden an. So, dann sprechen wir über die Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, bevor wir mit Power Pivot arbeiten können. Wir befinden uns wieder in unserem Excel Workbook mit den 4 Tabellen. Einmal der Order-Tabelle, der Kundentabelle, der Regionstabelle und der Produkttabelle. Die Produkttabelle habe ich um eine Spalte erweitert, nämlich die Produktkategorie, sodass ich die Einzelprodukte jeweils dem offenen und dem geschlossenen Schuhwerk zugeordnet habe. Wir stellen uns jetzt einmal vor, dass die 4 Tabellen, die wir hier auf 4 unterschiedlichen Arbeitsblättern halten, unsere Rohdatentabellen sind. Die haben hier im Beispiel natürlich nur einige Datensätze. Sie könnten aber auch Hunderttausende von Datensätzen enthalten. Das Einlesen von Daten werden wir aber gesondert betrachten, wenn wir uns dem Power Query Manager widmen. Vom Verständnis ist es aber wichtig, sich klar zu machen, dass diese 4 Tabellen für uns jetzt nur noch Rohdaten oder Eingabedaten darstellen, die wir in ihrer Struktur nicht mehr weiter verändern wollen. Alle weiteren Veränderungen werden wir ausschließlich im Power Pivot Datenmodell vornehmen. Zu Demonstrationszwecken lagern diese 4 Input-Tabellen jetzt zunächst weiterhin in Excel. Später werden wir diese Input-Tabellen auslagern in separate Dateien, sodass die eigentliche Datenhaltung gar nicht mehr in Excel stattfindet. Immer gilt jedoch, wir müssen unsere Rohdaten in das Power Pivot Datenmodell laden. Das können wir nur tun, wenn hier in Excel das sogenannte Power Pivot Add-in auch geladen ist. Das können wir tun, indem wir über die Hauptnavigation Datei oder File auswählen, die Optionen, die Options und dann ganz unten die Add-ins anklicken. Dann wiederum unten in der Dropdown-Box die COM-Add-ins auswählen und auf Go mit den 3 Punkten klicken. Dann müssten wir überprüfen, ob das Microsoft Power Pivot for Excel Add-in bereits aktiviert ist. Wenn das nicht der Fall ist, würden wir hier das Häkchen setzen und OK bestätigen. So, dann müsstet ihr in der Hauptnavigation ein eigenes Ribbon mit Namen Power Pivot finden, welches ich aktivieren kann. Dann sehen wir einige neue Icons und Bereiche. Wichtigsten ein kleiner Datencube mit dem Wort Manage. Unter Calculations die Möglichkeit, sogenannte Measures und KPIs anzulegen. Und ebenfalls ganz wichtig der Bereich Tables, wo wir unsere bestehenden Tabellen dem Datenmodell hinzufügen können. Genau das wollen wir im nächsten Schritt tun. Wir werden unsere 4 Tabellenobjekte zum Datenmodell in Power Pivot hinzufügen. Ja, dafür klicken wir in die Namebox und wählen nacheinander
unsere 4 Tabellen aus. Ich gehe hier zunächst über die Kundentabelle und wähle diese aus und füge die zum Datenmodell hinzu, indem ich einfach auf die Tabelle klicke. Wir sehen, dass sich ein neues Fenster öffnet, nämlich die Power Pivot Tabellenansicht. Und ebenso wird ein Reiter TBL Customers basierend auf unserem Tabellenelement in Excel angelegt. Wir verkleinern diese Ansicht und machen dieselben Vorgänge für die 3 anderen Tabellen. Jetzt für die Order-Tabelle. Sie sehen, auch dieser Reiter wird angelegt, verkleinern wieder das Fenster und nehmen die Produkttabelle und als letztes die Regionentabelle. Add to Data Model, dann sind alle 4 Tabellen ins Datenmodell von Power Pivot überführt. Ja, wir haben es hier in Power Pivot mit einer ganz eigenen Arbeitsoberfläche zu tun, mit den Hauptribbons, Hauptmenüpunkten Home, Design und Advanced. Wir werden nachher im Einzelnen selektiv auf einzelne Elemente eingehen. Ja, was wir bis hierher erreicht haben, ist, wir haben eine Datenverbindung geschaffen von unseren Rohdaten in Excel hinein in Power Pivot, in das sogenannte Datenmodell. Das bedeutet dann auch, dass jede einzelne Änderung, die in den Rohdaten erfolgt, also beispielsweise das Hinzufügen von Datensätzen, automatisch auch in Power Pivot reflektiert wird. Es ist also ein Szenario vorstellbar, in dem die eigentlichen Inputdaten gar nicht mehr auf den Excel Workbooks liegen, sondern ausgelagert sind in sogenannte CSV-Textdateien. Diese werden dann direkt ins Power Pivot Datenmodell geladen und dort auch gespeichert. Power Pivot verfügt über eine eigene Art der Datenverwaltung, die sogenannte Vertipack Engine, die in der Lage ist, auch mehrere Millionen von Datensätzen effizient zu speichern. Vertipack steht dabei für Vertical Packet Compression. Es handelt sich um eine In-Memory Analysis Engine, die sowohl in Power Pivot als auch in Power BI wie auch im SQL Server Analysis Service genutzt wird. Die Datenhaltung erfolgt dabei spaltenweise, stark komprimiert und in Memory. Das heißt, Berechnungen werden zur Laufzeit im Arbeitsspeicher analysiert. Spaltenweise Speicherung bedeutet am Beispiel, wenn wir einen Datensatz mit 100.000 Einträgen haben, eine Produktkategorie, aber nur mit 5 Ausprägungen, dann würden nicht 100.000 Mal die einzelnen Produktkategorien gespeichert, sondern eben nur die 5 mit einem Schlüssel verweisend auf die entsprechenden Referenzdaten. Power Pivot ist daher besonders stark, wenn die Tabellen viele Zeilen, wenig unterschiedliche Werte pro Spalte enthalten. Wenn viel aggregiert wird, beispielsweise Summen, Anteile oder Durchschnitte gerechnet werden. Jetzt, wo wir die einzelnen Eingabetabellen nach Power Pivot überführt haben, ist es wichtig, die Verbindungen zwischen den einzelnen Tabellen herzustellen. Wir können also wie in einer richtigen Datenbank ein sogenanntes Entity Relationship Diagramm zeichnen, wo wir die einzelnen Schlüsselfelder miteinander verbinden können. Dazu wählen wir in dem Home Ribbon von Power Pivot den sogenannten Diagram View, Diagrammansicht aus. Dann werden meine 4 Tabellen in einer abstrakten Übersicht angezeigt, die den Tabellennamen im Kopf enthält und darunter die einzelnen Attribute. Hier können wir zunächst die einzelnen Kästen so groß ziehen, dass wir auch alle Elemente sichtbar haben. Dann können wir uns die einzelnen Tabellen per Mausklick auswählen und entsprechend
anordnen, sodass wir saubere Beziehungen einpflegen können. Jetzt müssen wir uns im nächsten Schritt einfach nur klar machen, welche Beziehungen zwischen den einzelnen Tabellen denn bestehen. Schauen wir uns zunächst die Kundentabelle an. Die wird eindeutig identifiziert mit dem Primärschlüssel Customer ID und sie enthält mit der Region ID einen Fremdschlüssel, der den Zugriff auf beispielsweise den Namen in der Regionentabelle ermöglicht. Damit haben wir eine Beziehung identifiziert. Der Primärschlüssel Region ID aus der Regionentabelle wird weitergegeben an die Tabelle Customer und taucht dort als Fremdschlüssel auf. Ich ziehe also mit gedrückter Maustaste von dem einen aufs andere Feld, lasse dann los und automatisch wird entsprechend die Beziehung eingepflegt mit der schon bekannten 1-Stern-Beziehung. Das heißt, die 1 bedeutet, dass in der Tabelle Region jede ID auch eine Zeile identifiziert. In der Tabelle Customer kann die Region natürlich häufiger auffallen, weil mehrere Kunden der ein und derselben Region zugeordnet sein können. Schauen wir uns nun die Tabelle Orders an, die TBL Orders. Wir sehen auch hier, dass die Customer ID und Product ID zwei Fremdschlüssel darstellen. Wir können also aus der Produkttabelle die Product ID mit der Product ID in der TBL Orders verbinden. Auch hier entsteht eine 1-Stern-Verbindung. Ebenso könnten wir die Kunden-ID, die Customer-ID, die in der Tabelle Kunde den Primärschlüssel darstellt, weiterreichen in die Order-Tabelle auf die Customer-ID dort ziehen, dort, wie gesagt, Fremdschlüssel loslassen und auch dort wird die entsprechende Beziehung gebildet. Ja, jetzt können wir das Diagramm noch sauberer zurechtziehen. Und fertig ist unser erstes Entity Relationship Modell. Was wir hiermit erreicht haben, ist, dass jede Analyse jetzt auf diesem gesamten Datenmodell aufsetzen kann. Ich bin also nicht mehr beschränkt wie in Excel auf die Analyse einer einzigen Tabelle, sondern kann jetzt das gesamte Datenmodell zugrunde legen für meine Pivot-Analysen. Jetzt gehen wir zurück in die Tabellenansicht, den sogenannten Data View. Dort hat sich sichtbar erstmal nichts verändert. Von hier aus haben wir jetzt aber die Möglichkeit, eine Pivot-Auswertung anzustoßen. Über die Schaltfläche Pivot Table gelange ich zurück in das Excel Workbook und ähnlich wie einer Pivot-Tabelle, die ich direkt in Excel starte, habe ich jetzt die Möglichkeit, ein neues Worksheet auszuwählen, sage OK und ich erhalte eine Ansicht, die genau dem ähnelt, was wir bei einer normalen Pivot-Tabelle auch haben. Der riesengroße Unterschied allerdings ist, wie ihr hier im rechten Bereich der Pivot Table Fields sehen könnt, dass jetzt alle 4 Tabellen zur Auswahl stehen, um Feldselektionen durchzuführen. Wir können also auf alle Elemente unserer 4 Tabellen gleichzeitig zugreifen und einfache Analysen zusammenstellen. Also zum einen die einzelnen Kunden, den Produkten und Produktkategorien zuordnen und entsprechend die georderte Menge summieren lassen. Was wir hier noch nicht tun können, ist beispielsweise Umsätze direkt mit auszugeben in der Pivot-Tabelle. Dafür müssten wir in einem nächsten Schritt noch eine sogenannte Calculated Column hinzufügen. Auch könnten wir jetzt beliebige weitere Berechnungen anstellen, zum Beispiel die Umsatzanteile der einzelnen Produktgruppen rechnen. Unseren Analyse-Tab nenne ich mal um in Pivot Analysis und ziehe den entsprechend ans Ende der Tab-Reihe. Dann springen wir zurück ins Datenmodell von Power Pivot, entweder über den Manage-Button oder wenn das entsprechende Fenster noch offen ist, kann ich auch dieses Blatt entsprechend direkt anklicken.
aktivieren wir dazu in Power Pivot den Reiter TBL Orders, also unsere Order-Daten-Tabelle. Hier sehen wir, dass die vorletzte und die letzte Spalte ja die beiden Fremdschlüssel enthält, nämlich die Customer ID und die Produkt-ID. Diese Verbindung ist auch gekennzeichnet durch das kleine Icon mit der Lupe jeweils neben der Spaltenüberschrift dieser beiden Spalten. Sobald ich einen Mouseover über dieses Icon mache, wird mir auch die Verbindung zu der jeweiligen Tabelle angezeigt. Ja, das Schreiben einer Funktion hier in Power Pivot ähnelt sehr stark der Syntax in Excel selber, auch wenn an der einen oder anderen Stelle eine andere Syntax benutzt wird. Hier die Empfehlung einfach in ChatGPT sehr genau zu beschreiben, was ihr tun wollt und dass ihr diese Funktion in Power Pivot schreiben wollt, dann wird euch die entsprechende Syntax entsprechend ausgegeben. Aber generell ist es so, dass die Anlage einer Formel in einer Power Pivot Tabelle sich ähnlich verhält wie in einem Tabellenobjekt in Excel auch. Das heißt, wir starten die Funktion mit einem Gleichheitszeichen, können dann das entsprechende Element auswählen. Hier wollen wir ja jetzt den Umsatz berechnen. Das heißt, das ist Quantity mal Preis. Das heißt, die Menge klicken wir an. Dann wird ähnlich wie in Excel TBL Orders mit eckigen Klammern die Spalte Quantity ausgewählt. Wir wählen die Multiplikation aus. Dann ist es allerdings wichtig, das Schlüsselwort related zu verwenden, das auf eine andere Tabelle, zu der eine Beziehung besteht, verweist. Also, sobald wir anfangen, related zu schreiben, wird die Funktion hier angezeigt. Wir machen einen Doppelklick, dann öffnet sich eine runde Klammer, die mir bereits eine Vorauswahl der gewünschten Spalten anzeigt. Und zwar wollen wir ja den Preis aus der Tabelle Produkt entnehmen. Machen auch dort einen Doppelklick drauf und schon ist die Formel fast fertig. Wir schließen die Klammer und können mit der Enter-Taste bestätigen. Dann beginnt die Berechnung in Power Pivot, die durchaus ein paar Sekunden dauern kann und das Ergebnis wird für die gesamte Tabelle angelegt. Ja, jetzt können wir noch den Spaltennamen entsprechend ändern. Wir klicken auf den Header. Mit der rechten Maustaste öffnet sich ein Kontextmenü, mit dem wir Rename Column auswählen können und dann den Spaltenheader umbenennen können. Ja, die Umsätze werden sofort berechnet. Schauen wir uns an, was derweil auf unserem Excel Workbook passiert ist. Dafür springen wir einmal auf unsere Pivot-Tabelle in Excel. Was wir sofort sehen, ist, dass als mögliche Auswahl in der Tabelle Orders jetzt auch der Umsatz als berechnete Größe zur Verfügung steht. Durch unsere Verbindung zwischen Power Pivot und Excel haben wir hier also eine umgehende Aktualisierung. Würde ich Revenue ebenfalls mit anklicken, dann hätten wir unsere Umsätze hier angezeigt. Ja, ganz zum Schluss dieses komplexen Kapitels möchte ich euch noch kurz einführen in die weiteren Möglichkeiten der Kalkulation innerhalb von Power Pivot. Ihr seht im Power Pivot Ribbon den Bereich Kalkulationen, Calculations und dort explizit den Bereich Measures und KPIs. Wechseln wir kurz zurück auf das Blatt TBL Orders in Power Pivot. Dort hatten wir kennengelernt, dass wir eine berechnete Spalte mit Hilfe einer Formel anlegen können. Vom Verständnis ist hier wichtig zu sehen, bei dieser Art der Kalkulation haben wir eine zeilenweise Kalkulation, wo die Menge immer mit dem richtigen zugeordneten Preis multipliziert wird und eine Berechnung für jede Zeile der Ordertabelle gebildet wird, also für jede einzelne Order. Was wir jetzt machen wollen, ist eine dynamische, komplexe Berechnung zu erstellen, die bezogen auf verschiedene Gruppierungen wirksam ist, also beispielsweise der Umsatzanteil bezogen auf verschiedene Kunden
oder Produktgruppen. Eine solche Berechnung wäre kontextbezogen und wäre somit als sogenannte Measure anzulegen. Ja, Measures in Power Pivot werden mit der sogenannten DAX Language geschrieben. DAX steht hier für Data Analysis Expressions. Das ist die gleiche Sprache, die auch in Power BI und SSAS, den SQL Server Analysis Services, genutzt wird. Auch hier hilft ChatGPT ungemein bei der Erstellung der Formel- oder Code-Syntax. Ihr müsst keine neue Programmiersprache lernen, wenn ihr die Excel-Formelsyntax gut beherrscht, ist die Umsetzung in DAX relativ einfach. Stellen wir einmal kurz gegenüber, warum bei dem Ziel der Erstellung einer dynamischen Formel am Beispiel für den Umsatzanteil pro Gruppierung eine Spaltenformel nicht geeignet ist. Kernpunkte sind: Eine Spaltenformel würde unter Umständen eben keine sinnvolle Summe geben. Das heißt, die Shares wären beispielsweise kleiner als 1. Sie ist statisch und macht bei vielen Zeilen das Modell unnötig größer und langsamer. Und eine Filterung oder Pivotierung nach Kategorien wie Kunde oder Produktgruppe ist eben nicht sinnvoll. Die Lösung, das Mittel der Wahl ist dann hier tatsächlich die Definition einer sogenannten Measure. Die wird mir hier von ChatGPT für das gegebene Beispiel auch direkt angezeigt. Vorteile sind: Es ist tatsächlich eine dynamische Auswirkung. Das ist relativ sensationell, wenn ich in der Pivot-Tabelle mit dieser Measure arbeite und das Ergebnis einfach richtig für jeden Kontext ist. Das Ganze ist schnell, ja, und es ist für die KPIs geeignet. Das heißt, das sind dann im Nachhinein auf den Measures aufbauende grafische Elemente, die mir anhand von Thresholds Ampelfarben generieren. Auch das eine schöne Möglichkeit der Darstellung in einer Pivot-Tabelle. Nun wechseln wir wieder nach Excel in den Hauptmenüpunkt Power Pivot und wählen den Unterpunkt Measures aus dem Bereich Calculations aus. Wir wollen eine neue Measure erstellen, klicken New Measure, können jetzt auswählen, in welcher Tabelle wollen wir die Measure erstellen. Das ist meine Order-Tabelle. Der Measure-Name ist Revenue Share. Und die Formel, die habe ich aus ChatGPT kopiert und füge die hier ein. Den Measure Name Revenue Share muss ich aus der Formel entsprechend entfernen. Ja, und den Rest kann ich stehen lassen und könnte über Check Formula überprüfen, ob alles korrekt eingegeben ist. Das System sagt mir hier No Errors in Formula. Ich bestätige mit OK und die Measure ist angelegt. In der Pivot-Analyse sehen wir eine automatische Einbindung dieser Measure in die Tabelle Orders, die auch automatisch aktiviert ist. Ich würde jetzt den Revenue deaktivieren und hätte dann entsprechend die Umsatzanteile für die einzelnen Gruppierungen errechnet. Ich würde jetzt noch kurz das Format anpassen auf Prozent mit 2 Nachkommastellen und hätte dann meine Analyse abgedatet. Auch in der Power Pivot Ansicht lässt sich die Measure entsprechend aufbauen bzw. nachvollziehen. In der Data View gibt es im unteren Drittel die Calculation Area, auch die kann separat ein- und ausgeschaltet werden. Und dort sind die einzelnen Measures entsprechend abgelegt. Sobald ich auf eine dieser Measures klicke, ist diese im Formel Editor auch entsprechend sichtbar und editierbar. Als letztes widmen wir uns der Erstellung sogenannter KPIs.
Das sind grafische Marker, Key Performance Indicators, die aufbauen auf den dynamischen Berechnungen, die wir als Measures hinterlegt haben. Über die Schaltfläche KPIs kann ich einen solchen Indicator anlegen. Auf Druck öffnet sich die Auswahl, entweder einen bestehenden anzupassen oder einen neuen anzulegen. Wir wählen New KPI. Damit öffnet sich das folgende Fenster. Für einen KPI muss zunächst die Basis ausgewählt werden, also eine sogenannte Measure. Da ich hier nur eine angelegt habe, steht auch nur der Revenue Share zur Auswahl. Als zweites muss ein sogenannter Zielwert definiert werden. Das kann eine andere Measure sein oder aber ein absoluter Wert. Wir würden hier einen absoluten Wert auswählen. Das heißt, anhand dieses Zielwertes würde eine vergleichende Analyse stattfinden, eine Gewichtung stattfinden, die entsprechend die Ergebnisse einteilt in Rot, Gelb und Grün Bereiche oder andere wertende Einteilungen. Wir würden also sagen, unser Revenue Share, den würden wir mit einem Zielwert von 25% belegen. Und unsere Thresholds würden wir, oder Status Thresholds würden wir entsprechend dann belegen, sodass wir sagen, grün ist alles, was über 25% ist und die 10% als Teilungsmarkierung zwischen Rot und Gelb würden wir entsprechend so stehen lassen. Wir bestätigen das Fenster mit OK und sehen jetzt in der Pivot-Tabellen-Feldauswahl, dass der Revenue Share mit einer Ampel, mit einem Ampelsymbol hinterlegt wurde. Wenn wir auf den Drill-Down-Button klicken, dann sehen wir jetzt neben dem eigentlichen Wert unserer Measure, Revenue Share, jetzt noch die Felder Zielwert und Status, wobei standardmäßig nur der Status mit angezeigt wird. Das ist letztendlich das Ampelfeld. Wir würden unsere Tabelle an der Stelle leicht umbauen, sodass wir die Namen aus der Tabelle herausnehmen, aus der Analyse herausnehmen und die Produktgruppen mit den Einzelprodukten kombinieren. In dieser Auswertung würden wir jetzt die KPI-Marker mit integrieren. Wir gehen in die Tabelle Order, in den Bereich Revenue Share und würden dort den Status mit anzeigen. Jetzt werden die grafischen Elemente, die Ampelfarben entsprechend mit angezeigt. Das ist zunächst einmal eine kleine Einführung in den Bereich KPI-Marker. Wir werden sicherlich in späteren Videos hier noch intensiver einsteigen und darauf zurückkommen. Bleibt abschließend zu sagen, dass alle Definitionen, die ihr in Excel Power Pivot macht, erhalten bleiben, wenn ihr eure Analysen und Modelle beispielsweise auch zu Power BI übertragen wollt. Die Migration und der Import eures Power Pivot Models in Power BI ist problemlos. Alle Measures und Daten werden vollständig in Power BI übernommen. Das soll es zum Crashkurs Power Pivot gewesen sein. Im nächsten Schritt schauen wir uns jetzt die Datenhaltung außerhalb von Excel ein, sprich das Importieren und Bereinigen von Daten mit Power Query. Damit kennt ihr dann alle drei großen Komponenten von Excel 365, nämlich die grundlegende Excel Workbook Engine, Power Pivot und Power Query. Ich hoffe, ihr habt ganz viele Insights aus diesem Video mitnehmen können. Wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich über ganz viele Daumen hoch und Likes. Abonniert unseren Kanal, freut euch auf weitere spannende Videos. Solltet ihr auf euren Projekten oder in eurem Unternehmen mit ähnlichen Problemen konfrontiert sein, mit ähnlichen Sachverhalten, die ihr nicht selber lösen wollt, könnt ihr uns natürlich auch unter den bekannten Kontaktdaten
im Abspann kontaktieren. Wir freuen uns auf jede Zuschrift, jeden Kommentar und jegliches Feedback. Vielen Dank und bis dahin.